Hallo! Heute gibt es wieder einen Haul von mir, aber diesmal habe ich meine Schwester mit dabei, die Daisy. Hallo! Wie ihr wisst, kaufe ich mir ja nur ein Teil pro Monat. Deswegen dachte ich, mache ich das diesmal zusammen mit Daisy, damit es ein bisschen interessanter ist und ja, weil sonst wären es einfach zu wenige Einkäufe. Und die Daisy hat auch ganz coole Sachen gekauft, deswegen machen wir das heute zu zweit. Ja, ich mache dann gleich den Anfang. Und zwar wollte ich eigentlich nur diese Hose kaufen. Aber naja. Also. Und zwar ja, bei Topshop im KaDeWe hier in Berlin. Und ich habe irgendwie 1000 Jeanshosen, aber keine schöne schwarze Hose, die mir gut gefällt. Und da meine Lieblingshose das Jamie-Modell ist von Topshop, habe ich mir die auch in schwarz zugelegt. Und zwar ist das die hier. Ja, einfach nur schwarze Skinny Jeans. Was an der so gut ist, ist, dass sie dick ist, ohne dass sie jetzt richtig dick ist, so wie die von Gina Tricot, wie ich finde. Und vor allem, dass sie ziemlich hoch geschnitten ist. Nicht, dass sie jetzt wirklich high-waisted ist, aber ja, ziemlich hoch geschnitten trotzdem. Für 52 Euro. Ja. So, als nächstes, ja, war ich bei COS, oder wir waren bei COS. COS ist ihr Laden. Ja, irgendwie Meiner schon. irgendwie Und jedes Mal finde ich irgendwas, was mir gefällt, weil halt einfach alles so ein bisschen simpler geschnitten ist, aber mit so ein bisschen, mit so einem kleinen Detail oder so. Und ähnlich wie bei dem Teil, was ich gekauft habe, und zwar ist es diese Bluse. Die ist so Bordeauxfarben mit, also Bordeauxfarben und Navy-Blau kariert. Und zwar ist die halt anders als sonst ein bisschen A-schnittförmig geschnitten. A-förmig geschnitten. Hier mit so zwei Taschen unten und hier auch so ein Kragen. Und ja, die fand ich richtig süß, also so ein bisschen besonderer als eine normale Bluse. Achso, und das sind richtige Taschen, ne? Ja, genau. Also die sind jetzt so ein bisschen so zugelegt. So Genau. wie es immer ist mit den Taschen. Genau, also, aber- was neu kaufen. Ja. Dann waren wir beim H&M und ich wollte so einen kuscheligen, eigentlich wie jedes Jahr und irgendwie immer auf meinen Beuteschema, in mein Beuteschema, ja. So einen kuscheligen, gammeligen Knuddelkardigan. Zeig mal. So, und der hat so Fransen an den Seiten. Ich zeig mal hier, ich glaube, den sieht man nicht. ob man das irgendwie sieht. Okay, hier ist der Ärmel und das ist ungefähr die Front. Ja. Im Laden läuft auch immer so ein so großer Screen mit der Werbekampagne und da hatte das Model genau diesen Cardigan an. Da dachte ich mir so, wo ist der? Und der ist nämlich genau für Daisy. Also ich dachte mir, das ist voll der Daisy-Cardigan. Und der hat 20 Euro gekostet, was ich eigentlich voll okay finde. Also als ich den so in der Hand hatte, ist ja schon ein gutes, dickes Stück, dachte ich so, ich hätte geschätzt, dass er irgendwie 29,95 kostet. Aber gut, 19,95 von H&M. Dann waren wir in meinem persönlichen Lieblingsladen, würde ich jetzt mal so sagen. Urban Outfitters. Und zwar habe ich ein schönes Kleid im Sale gefunden. Das zwar immer noch nicht super schnäppchenmäßig günstig war, aber egal. Also es hat ungefähr 29 Euro gekostet. Und zwar ist das so ein Kleid in so einem ausgewaschenen Grau mit so kleinen Blümchen, Borten. Wie auch immer. Auch wieder typisch Daisy. Ja, und dieser Bund hier der sitzt jetzt nicht direkt an der Taille, sondern ein bisschen tiefer, sodass das Ganze ein bisschen A-förmig und ziemlich weit und locker sitzt, was mir richtig gut gefällt. Was fehlt denn noch? Ah ja, okay, dann mache ich mal weiter mit unserem Lush-Einkauf. Die haben ja gerade wieder deren Weihnachts-Limited Edition Sachen draußen. Und da haben wir auch gleich einen Teil von mitgenommen. Und zwar ist das Golden Wonder. So, das ist eine Badekugel und zwar sieht die so aus. Moment.
so ein riesiges goldenes Geschenk. Ich glaube, ich habe jetzt die Finger voller Glitzer. Also erstmal beschreibe ich mal den Geruch. Also hier steht himmlisch nach Cognac und süßen Orangenöl. Mhm. Ja, eigentlich ja, sehr orangenlastig, aber auch süßlich. Ja, zitrisch. Aber ja, also ich mag so Orangen. Ja, es riecht auf jeden Fall nicht nach Toilettenreinigung. Genau. Also. Süßlich ja, süßer Orangen. Zitrusmäßig schön. Genau. Und da hat mir der Verkäufer gesagt, dass wenn man das in die Badewanne tut, das... Moment. Alles voller Glitzer. Ups. Jedenfalls wird das ganze Badewannenwasser tiefblau und ja, also quasi eine kleine Überraschung innen drin. Genau. Überraschung hätte ich jetzt gedacht. Und das nächste ist, ich glaube, es ist im Standardsortiment, oder? Der Magic Wand. Und zwar ist das schwer. Dieses Ding hier. Also das ist so ein Mehrfachgebrauch. Also man kann es mehrmals in der Badewanne benutzen. Multiple irgendwas. Na jedenfalls, man rührt das so in der Badewanne rum und dann entstehen halt Schaumblasen. Und ich glaube, das Wasser verwandelt sich auch ein bisschen rosa. Der Geruch ist auf jeden Fall sehr, sehr süß. Sehr zuckerwattenmäßig. Ja. Eigentlich gar nicht so richtig, wonach ich wirklich gezielt gucken würde. Aber fand ich jetzt irgendwie in dem Fall ganz süß. Es ist jetzt nicht so Kopfschmerz. Ja. Also. Und dafür, dass man es mehrmals benutzen kann, finde ich es auch gut. Weil die Badekugel, die hat man halt nach einem Mal schon verbraucht. Und das ist irgendwie schade. Und bei denen hat man halt so bestimmt, weiß ich nicht, 5 Badewannen bestimmt voll damit. Boah. Und dann kriegt man bei Lush ja immer so einen Tester an der Kasse und da habe ich dann gefragt, ob ich von dem Babe-Shampoo den passenden Conditioner kriegen kann. Der ist ja relativ neu irgendwie seit diesem Jahr. Und zwar ist es dann so ein fester Conditioner. So sieht er aus, also relativ langweilig. Riecht eigentlich gar nicht so wie das Shampoo. Aber es riecht ganz angenehm. Es riecht schön. Auch mit 17% Meersalz drin. Und mal sehen, bin ich mal gespannt, wie das ist. So, dann waren wir als letztes noch in Other Stories. Und da habe ich so meinen größten Spontankauf getätigt. Eigentlich habe ich sie quasi gezwungen, den zu nehmen. Disi, du sollst den unbedingt nehmen. Also eigentlich kaufe ich mir jedes Jahr gerne so einen richtig großen XXL-Schal. Und ich war bis jetzt auch immer zufrieden mit meinen Käufen. Und ich hoffe, der wird das auch tun, mich zufriedenstellen. Und zwar ist das so ein Riesenschal mit einem Muster in Weinrot, Herbstfarben, würde ich jetzt sagen. Und das Besondere an dem, er hat so Tessel dran, aber ohne dass er jetzt 1000 Stück davon hat, dass es wieder so überladen aussieht, sondern nur 4 Stück. Das ist immer so drum. Ja, der ist auch quadratisch geschnitten und den kann man, weiß ich nicht, eigentlich randommäßig macht man den so in den Hals und der sollte dann immer irgendwie ein bisschen cool aussehen. Ich probiere mal, ob das jetzt so demonströs funktioniert. So, und dann kann man das runterhängen lassen oder ohne Spiegel hier so reinstecken. Ja, finde ich richtig süß, so richtig kuschelig irgendwie und auch, das Muster ist schon wieder so richtig typisch Daisy, finde ich. Ja, und es hält mir so, was sagt man dazu? Ethno. Ja. Crunchy. Plastiken drin, weiß ich nicht. Casual. Ihr wisst schon, die Schiene so. Nicht glamourös. Ja. Der hat 45 Euro, nee 46 Euro gekostet. Aber der ist riesig und und weiter. Guck mal, was ist denn für ein Material? Ja. 40% Polyamide, 32 Mohair und 28 Wolle. Ist okay. Ja. Also der ist richtig, der ist nicht kratzig oder so, Ja. also schön flauschig und ich glaube, dass der richtig warm hält. So schön. Und dann noch
was ich schon lange... Und dann noch, was ich mir schon lange anschaffen wollte, ist ein Lidschatten von And Other Stories. Die kosten 9 €. Und das ist die Farbe Carry Brick und die habe ich auch heute drauf. Und zwar ist das so ein rostiges Gold. Und zwar, warum ich den so gut finde, ist, dass er nicht zu dunkel ist, weil ich bin da relativ zaghaft mit Lidschatten. Ja, und ich wollte eigentlich, was gut alltagstauglich ist, nicht zu dunkel ist, sodass ich das dann auch, wie gesagt, jeden Tag einfach so auf meine Lider machen kann, ohne dass ich mich zu krass geschminkt fühle. Mhm. Ja. Du hast auch nur einfach aufs Lid drauf. Ja, einfach Klatsch drauf, verblendet. Total gute Farbabgabe, ja, kann ich empfehlen. Ja, ich glaube, das war's, oder? Haben wir irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Nee. Gut, dann hoffe ich, hat euch das Video gefallen. Schreibt doch, wenn ich Daisy öfter mal dabei haben soll. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss! Es ist so ein khakifarbener Nagellack. Und zwar ist es der von Yves Saint Laurent Khaki Arty.